So, jetzt schauen wir aber noch mal nach Dresden. Nach dem Einsturz der Karola-Brücke dort fordert der Deutsche Städte- und Gemeindebund nämlich von Bund und Ländern eine Investitionsoffensive für die Infrastruktur. Der Einsturz mache auf erschreckende Weise deutlich, dass Deutschland von der Substanz lebe, sagte Hauptgeschäftsführer Berghegger den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Naja, und das treffe insbesondere die Kommunen. Der Direktor des Instituts der deutschen Wirtschaft, Hüter, sprach in der ARD von grandiosen Infrastrukturproblemen und 20-jährigen Unterlassungen. Man müsse 4000 Brücken sanieren. In diesem Jahr seien es 220. Man könne sich also ausrechnen, wie lang das dauere. Ja, und man ist nun nervös nach diesem Vorfall in Dresden. Das zeigt auch, dass Hamburg nun als erste Stadt mit einer Vorsichtsmaßnahme reagiert. Ab sofort ist nämlich dort auf der A1 die Nordelbbrücke für Großraum- und Schwerlasttransporter gesperrt. Die Norderelbbrücke in Hamburg. Täglich passieren mehr als 130.000 Fahrzeuge die wichtige Verbindung zwischen Niedersachsen und Schleswig-Holstein. Doch ab sofort ist die Strecke für Fahrzeuge, die mehr als 40 Tonnen wiegen, gesperrt. Betroffen davon zwischen 2 und 20 Großraum- und Schwerlasttransporter, die die Strecke bislang pro Tag nutzen. Der Grund für die Sperrung? Bei der letzten Hauptprüfung der Norderelbbrücke wurde ein Schaden am Tragwerk festgestellt, der weiter untersucht werden muss, heißt es bei der Autobahn GmbH. Die Prüfung war im Juli. Mit der sofortigen Sperrung jetzt ist Hamburg offenbar die erste Stadt, die auf den Einsturz der Karola-Brücke in Dresden reagiert. Hier waren in der Nacht zu gestern der Fuß- und Radweg sowie die Straßenbahntrasse auf einer Länge von rund 100 Metern eingestürzt. Die Brücke, eine der wichtigsten Verkehrsadern der Dresdner Innenstadt, galt schon lange als Sanierungsfall. In den vergangenen Jahren wurden bereits Teile der Brücke für den Autoverkehr erneuert. Für das nächste Jahr war die Sanierung des nun abgesagten Brückenzugs geplant. Möglicherweise haben Chloridverbindungen aus Streusalz die Stabilität der Brückenkonstruktion geschwächt. Auf jeden Fall steht im Raum, dass es sich um einen Materialermüdungsprozess handelt, wo beispielsweise durch ein Gemisch aus Salz und Wasser es zu Korrosion gekommen ist im Bereich des Tragwerkes. Aber genau woran das gelegen hat, müssen die nächsten Tage ergeben. Die Ermittlungen, die diesbezüglich stattfinden durch die verantwortlichen Bausachverständigen. Auch der Rest der Brücke gilt jetzt als einsturzgefährdet. Sie zu sichern hat jetzt höchste Priorität, zumal in der Region Hochwasser droht. Und wenn Brückenteile die Elbe hier wie einen Deich sperren, könnte die Altstadt von Dresden überflutet werden. So, damit schauen wir, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, auf die aktuelle Situation an der Brücke in Dresden. Dort ist Lutz Stordl, mögliche Hochwassergefahren, die es in den nächsten Tagen aber auch geben könnte. Und das könnte auch Dresden eben betreffen. Die wollen wir mit Philipp Röttger in München besprechen. Lutz, aktuelle Lage, wie sieht die aus? Ist man denn schon zum Räumen gekommen? Fernwärme, ist das Thema wiederhergestellt? Die Fernwärmeversorgung, die ist wieder sichergestellt. Also das konnte man über andere Leitungen, die ja noch existieren, sicherstellen. Die Brücke selber sieht augenscheinlich so aus wie gestern. Es hat sich nicht viel geändert. Allerdings sehen wir, dass der Pegel der Elbe ein wenig angestiegen ist. Also das, was abgestürzt ist, jetzt schon fast im Wasser liegt. Und da ist natürlich dann die Befürchtung nicht mal so sehr der Wasserstand, der weiter steigt, sondern natürlich arbeitet das Wasser. Das hat Kraft und man befürchtet eben schon, dass dann die Teile, die jetzt im Wasser liegen, auch fortgerissen werden können, dass dann die gesamte Brückenkonstruktion zum Einsturz kommt. Und was das für Folgen hat, das kann man im Moment eigentlich wirklich noch nicht absehen. Lutz, nun hat Hamburg ja als nächste Stadt die Reißleine auch tatsächlich bei einer Brücke gezogen. Wie schlimm steht es denn tatsächlich um unsere Brücken in Deutschland? Nun, dass wir da einen Investitionsstau in Deutschland haben, das steht ja jeden Monat auf der Tagesordnung, wenn der Städte-Gemeindetag sich trifft. Das ist ja ein Dauerthema. Das Problem ist nur, wir haben ja hier sogar die Situation, dass man von städtischer Seite gesagt hat, die Brücke hat zwar Sanierungsbedarf und man hat schon etwas getan in den letzten Jahren, aber man hat die Grundkonstruktion, die jetzt zusammengebrochen ist, eben nicht als kritisch bewertet. Also hier ja, gibt es nur zwei Möglichkeiten. Entweder hat die Verwaltung
geschlampt bei den Prüfungen. Man hat gestern gesagt, das ist eigentlich alles in Ordnung, wir haben alles richtig gemacht. Oder die Vorschriften sind so locker, wenn man die dann eingehalten hat. Ein Fall von beiden, der muss hier greifen. Und es sieht im Moment schon danach aus, dass man beim Prüfen der Brücke, also wenn man schon gestern sofort auf die Idee mit den Chloriden kommt, dass man dort etwas geschlampt hat, dass man dort versagt hat. Also ich glaube, Stand jetzt, dass wir diese Brücke nicht wieder in Betrieb sehen werden, weil man ja auch davon ausgehen muss, dass der sanierte Teil, also die Autospuren, dort wo man in den letzten Jahren eine neue Form von Asphalt aufgebracht hat, dort bleibt die Grundkonstruktion ja die gleiche wie hier vorn, wo eben dieser poröse Beton nun zusammengebrochen ist. Wie die Stadt damit leben kann, dass eine der wichtigsten Hauptverkehrsadern fehlt, das über Monate, vielleicht über Jahre, das ist noch völlig offen. Die Weiße Flotte, die hier fährt, die ist im Betrieb völlig eingeschränkt. Man kann jetzt nicht mehr in die sächsische Schweiz fahren. Auch das ein Zustand über Monate. Also das sind Belastungen, die auf die Stadt zukommen. Jetzt muss man erst mal sehen, wie geht es am Wochenende weiter? Was passiert hier tatsächlich mit dem Wasser? Gibt es ein Hochwasser? Und wenn ja, in welcher Form? Ja, und das werden wir gleich erfragen. Lutz Stordele, recht vielen Dank nach Dresden. Denn Fakt ist auf einmal eins, wir haben Herbst, Wetterumschwünge sind angekündigt, auch viel Regen für den Süden, der aber eben auch Richtung ostwärts zieht. Von dort kommt die Elbe. Und wir fragen mal bei Philipp Röttger in München, wie ist die aktuelle Lage? Sicherlich noch entspannt, aber wie soll sie sich entwickeln bezüglich der Vorsagen? Du sagst es mittlerweile, derzeit ist die Situation hier in München noch sehr, sehr entspannt. Die Isar, ich stehe an der Isar, ist noch nicht wirklich angestiegen, vielleicht ganz leicht. Ich habe auch gerade mit der Feuerwehr in München telefoniert und die sagt mir, sehr entspannte Situation. Sie mussten noch zu keinen Einsätzen wegen Hochwasser ausrücken. Aber ob dieses Tief wirklich an München vorbeizieht, das können die Experten noch nicht sagen. Man glaubt eher, dass es die Grenzregionen zu Österreich trifft, also Chiemgau, Berchtesgadener Land. Dort rechnet man von Wasser 100 Liter pro Quadratmeter. Also da kann es zu diesen Überschwemmungen, zu Hochwasser kommen. Noch viel schlimmer schaut es aber in unseren Nachbarländern, in Österreich, in Tschechien, in Polen aus. Dort rechnet man im schlimmsten Fall sogar von 400 Liter pro Quadratmeter. Und wenn man sich das mal überlegt, in München zum Beispiel pro Jahr 980 Liter. Das ist ja fast die Hälfte, also in nur ein paar Tagen. Das heißt, es würde sehr, sehr schnell zu Überschwemmungen, zu Hochwasser kommen. Das heißt auch, dass die Flüsse dort sehr schnell volllaufen würden. Die Donau, wir haben es vorhin gehört, die Elbe. Und die ziehen dann natürlich nach Deutschland mit diesem Hochwasser. Und das könnte dann verspätet auch hier in Deutschland, in zum Beispiel Bayern oder wir haben es gehört in Dresden, zu Hochwasser führen. Ja, und dann regnet es nicht nur, sondern es kommt auch zum frühen Wintereinbruch. In den Alpen liegt die Schneefallgrenze bei 1500 Meter. Man erwartet in Garmisch-Partenkirchen Neuschnee von ungefähr 25 Zentimeter, in höheren Gegenden auch sogar bis zu 1 Meter Schnee. Und wir haben ja September, also das sind schon wirklich ein verrücktes Wetter, das wir hier erwarten in den nächsten Tagen. Philipp Röttger, recht vielen Dank für den Moment nach München.